Mit über 100 Einträgen ist der GB Compo 25 ein wahres Spieleparadies. Der GB Compo ist eine Challenge für Developer, die mit einem Zeitlimit, einer Themenvorgabe und diversen Regeln versuchen, ein Gameboy-Spiel zu entwickeln. Beim GB Compo 25 gab es diesmal keine Themenvorgabe, sodass die Genre- und Setting-Auswahl wie ein Teller bunte Knete ist. Ich zeige ein paar Spiele und Demos, die mir gut gefallen haben und ein spannendes Thema haben. Diese Auswahl habe ich nach meinem persönlichen Geschmack gefällt und sie ist auch kein Ranking. Viel Spaß! Was passiert, wenn der Pöbel herausfindet, dass die Herrschenden genauso sterblich wie sie selbst sind? Genau, eine blutige Revolution. Darum geht es in Peasant Republic, einem rundenbasierten Roguelike, das strategisch mit Karten gespielt wird. Neben verschiedenen Werten wie Hitpoints und Moral ist es möglich, via Coins diese gar zu verbessern. Auch hat unsere Bauernarmee Stats wie Stärke und Defensive, die durchs Trainieren der Karten aufgelevelt werden können, was sich sehr gut anfühlt, da man den Progress im Verlauf der Partie tatsächlich spürt. Man benötigt strategisches Vorgehen und natürlich auch eine Prise Glück. Mir hat das Spiel mega viel Spaß gemacht und ich bin auf weitere Updates gespannt. Der Entwickler Trollcons zeigt eindrucksvoll, was man aus GB Studio rausholen kann. Ningami 2 ist ein Deckbilder-Brettspiel mit 4 einzigartigen Charakteren und 3 verschiedenen Bretttypen und laut Beschreibung vielleicht sogar einem weiteren versteckten. Entwickelt wurde es von Bonely. Unsere Spielfigur bewegen wir über ein Brettspielähnliches, Brett. Okay, der war sehr flach. Wie auch immer, wie viele Felder wir vorrücken dürfen, müssen wir auswürfeln und cool ist, dass es verschiedene Pfade sowie unterschiedliche Felder mit Aktionen gibt. Mal ein Bossgegner, mal ein Shop oder wir dürfen eine Karte für laut ziehen. Apropos Karten, ja, Ningami 2 ist auch ein Roguelike Card Deck Builder. Haben wir unseren Zug auf einem leeren Feld beendet, müssen wir gegnerische Origami-Figuren in einem taktischen, rundenbasierten Kampfsystem schlagen. Nach jedem Sieg erhalten wir eine Karte und so weiter und so fort. Ich gestehe, Ningami 2 hat mich innerhalb der ersten Minute direkt gefangen genommen und nachdem ich das Kampfsystem geblickt habe, war ich süchtig. Es macht riesigen Spaß, sich über das Brett zu bewegen und die verschiedensten Pfade auszuprobieren. Ich war ständig gespannt, was als nächstes kommt. Ein wirklich sehr geiles Spiel und wenn ich gerade das Skript so lese, habe ich direkt Bock, wieder eine Runde zu starten. Die The Elder Scrolls Travels Reihe war eine Spielereihe von Bethesda für Java-basierte Mobiltelefone mit eher, ich versuche es diplomatisch auszudrücken, bescheidenem Erfolg. Könnte daran liegen, dass der 4. Teil exklusiv fürs Nokia N-Gage war. Wer besaß denn das Teil überhaupt? Bethesda hätte sich einfach mal für die richtige To-Go-Plattform entscheiden sollen. Genau, dem Gameboy. Das zumindest holt Jordan Lee mit seinem Fan-Remake The Elder Scrolls Traveler Morrowind nach. Ich war erstaunt, wie gut es aussieht und sich vor allem anhört. In der aktuellen Jam-Version kann man das bekannte Seyda Neen und Teile von Vivec erkunden. Besonders cool fand ich die Reise mit dem Schlixreiter. Mir hat das Remake echt viel Spaß bereitet und für mich persönlich war es eine tolle Zeitreise zurück in meine Jugend. Ich bin gespannt, was noch kommen wird und kann das Spiel jedem The Elder Scrolls Fan nur wärmstens empfehlen. Oh ja, endlich ein Shelter-Management-Spiel für den Gameboy. So hat Urban Zero mit dem Gameboy Developer Kit eine spannende Survival-Simulation namens Bunker Boy erschaffen. Grafisch sehr minimalistisch gehalten, regt das Spiel daher stark die eigene Fantasie an. Essen, Wasser, Moral und Ausrüstung müssen ständig balanciert werden und wir entscheiden schweren Herzens, wer von den Bewohnern auf die Oberfläche auf Expedition geschickt wird. Auch gibt es zufällige Events mit positivem oder negativem Ende, welche für Spannung sorgen. Das Ziel ist es, die Funkstation zu reparieren und wieder zum Laufen zu bringen, ehe alle tot sind. Bunker Boy ist quasi ein Fallout-Shelter für den Gamer und war für mich, trotz seiner minimalistischen Aufmachung, sehr spannend und immersiv. Ob ich bisher überlebt habe? Natürlich nicht. Also auf in eine neue Runde, denn kein Durchgang gleicht dem vorherigen. Ein Brettspiel, das ich als Kind schon geliebt habe? Bitte sehr. Snakes and Ladders. Es gab doch nichts Besseres, als kurz vor dem Ziel durch den Schlund der Schlange wandern zu müssen und am Ende zu verlieren. Endlich gibt es eine Version für den Gameboy. Entwickelt von Raijani Lajlo, ich werde es nie richtig aussprechen,
Brauche ich, denke ich, nicht viel zum Gameplay des Klassikers erklären müssen, oder? Fantastisch ist, dass man nicht nur gegen den Computer ran muss, sondern auch drei menschliche Spieler abwechselnd an einem Gerät spielen können. So hatte ich mit meinem Sohn viel Spaß beim gemeinsamen Spielen. Auch gibt es drei verschiedene Spielmodi. Der König ist tot, lang lebe der König. Gut, so einfach britisch ist das bei Dragon Slayer nicht, denn der König wurde von einem Drachen getötet und dieser Akt entfacht einen alten Krieg zwischen Menschen und Drachen. Du bist ein Dragon Slayer, willst den Drachen töten, den König rächen und somit das Reich der Menschen retten. Dragon Slayer ist ein Roguelike RPG mit Permadeath und einem One-Bit-Artstil. Dieser Artstil findet sich in vielen Spielen des Entwicklers wieder. Ach ja, der Entwickler ist Lazy Death Games. Die Kämpfe finden rundenbasiert statt, was Raum für taktische Spielereien lässt. Man sammelt Items, kann Orbs finden und mit diesen Waffen schmieden und mächtige Artefakte finden. Klasse fand ich, dass es viele versteckte Items und Artefakte gibt, sodass die Erkundung wirklich sehr belohnend ist. Auch besitzt Dragon Slayer ein Erfahrungspunktesystem. Der Dragon Slayer kann Levelanstiege vollführen und man spürt den Progress, der damit einhergeht. Es gibt doch nichts motivierenderes, wenn man später Monster plätten kann, vor denen man vorher lieber die Beine in die Hand genommen hat. Geil auch der Wiederspielwert. Jeder Durchlauf kann anders verlaufen mit unterschiedlichen Wegen, Items und Zielen. Der Fortschritt, zum Beispiel besiegte Gegner, Gold ausgeben und wie viele Geheimnisse man entdeckt hat, beeinflusst Highscore oder die Wertung. Wer ein unterhaltsames Roguelike-RPG für unterwegs sucht, ist mit Dragon Slayer bestens beraten. Absolute Empfehlung von mir. Ich habe Ewigkeiten damit verbracht und ich kann es zu 100% einfach nur empfehlen. In Yap and the Enchanted Bubbles steuerst du Yap, der mit einer Schleuder magische Blasen abschießt, um sein Dorf zu retten. Du musst die Blasen in einer festen Farbreihenfolge zum Platzen bringen, zum Beispiel zuerst blau, dann rot und so weiter und so fort. Diese hüpfen aber vertikal von links nach rechts über den Bildschirm. Das richtige Timing beim Benutzen der Schleuder ist hier sehr wichtig und mein Timing war oft grottig, sodass ich viel Zeit mit Yap verbringen durfte. Nebenher lassen sich Upgrades wie zum Beispiel schnellere Schussgeschwindigkeit sammeln. Ich hatte richtig viel Spaß und die Demo war richtig gut gepolished. Grafisch und audiovisuell ist Yap and the Enchanted Bubbles ein richtiges Highlight und lässt einen gerne vergessen, dass man nur ein Game Boy Color Spiel zockt. Toll fand ich auch, dass das Spiel verschiedene Sprachen zur Auswahl hat. So konnte ich ganz entspannt in meiner Muttersprache spielen. Ich freue mich jetzt schon riesig auf die Vollversion, die ich definitiv spielen werde. Soundrill ist ein Roguelike, das als Solitär gespielt wird. Du bewegst dich von Raum zu Raum, stellst dich Monstern, trinkst Zaubertränke und schwingst Waffen, kämpfst bis zum Ende ums Überleben und erreichst die höchstmögliche Punktzahl. Ich bin ehrlich, so wirklich weit bin ich nie gekommen, aber vor allem die "Diesmal klappt es aber wirklich" Einstellung hat mich zu einigen Runden motiviert und für zwischendurch ist das ein wirklich schöner und netter Zeitvertreib. In Mount Crymore spielst du als wagemutiger Bergsteiger, der sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt hat, den gefährlichsten Berg der Welt zu erklimmen, den Mount Crymore. Wenn man ein paar Mal gescheitert ist, versteht man genau, wieso dieser Berg einen solch wunderbaren Namen erhalten hat. Du kletterst mit präzisem Timing und etwas geschickt einen gefährlichen Berg hinauf. Du springst von Griff zu Griff, musst dich festhalten, rechtzeitig loslassen und Hindernissen wie Vögeln ausweichen. Jede Bewegung zählt, ein falscher Sprung und du fällst wieder ein Stück nach unten. Das Gameplay kombiniert klassisches Plattforming mit einer cleveren Klettermechanik, die Konzentration und gutes Timing erfordert. Mir hat vor allem die neue Interpretation des Platforming-Genres für Game Boy in Mount Crymore gefallen. Es war sehr spaßig, sich von Kletterstein zu Kletterstein mit dem richtigen Timing zu schwingen. Lobend möchte ich auch die Steigerung des Schwierigkeitsgrads hervorheben. Sind es zunächst einfache Gegner wie umherflatternde Vögel, steigert sich das Spiel zu bockigen Bergziegen und weiteren Hindernissen, die ich nicht spoilern möchte, um das Spielerlebnis nicht vorwegzunehmen. Entwickelt wurde das Spiel von Pidgeonaut und ich hoffe, dass es am Ende eine Vollversion geben wird. Gekokukoyu, ich spreche das zu 100% falsch aus, ist ein Strategie- bzw. Eroberungsspiel im Stil von Risiko, jedoch mit Karten anstelle von Würfeln und wurde von Jack Oatley entwickelt. Es spielt in der Sengoku-Zeit Japans, die Zeit der kriegerischen Fürstentümer.
Der Spieler übernimmt die Rolle des Oda-Clans und konkurriert gegen 6 andere Clans sowie Rebellen. Die Karte ist riesig und besteht aus 61 Regionen. Es gibt eine KI für Kampagnen und Schlachten sowie ein Kartendeck mit 82 Karten. Das Spiel ist ein Prototyp und eine noch sehr frühe Work-in-Progress-Version. Mir hat vor allem Spaß gemacht, die Spielmechaniken von Geku-Kouyu zu entdecken, und ich war überrascht, dass so eine riesige Strategiekampagne auf dem Game Boy möglich ist. Aber ich bin auch ehrlich, das Spiel ist nicht selbsterklärend und vieles habe ich bisher noch nicht verstanden. Eine Anleitung via PDF oder auf der itch.io-Seite würden sicherlich helfen. Mich hat dieses Spiel in die wunderschöne Zeit der Tamagotchis zurückkehren lassen, denn im Pilot Care von King the A6 kümmern wir uns um einen Bruchpiloten namens Pilot. Der ist mit seinem Raumschiff in unseren Vorgarten gestrandet und wir kümmern uns um ihn, bis er wieder nach Hause fliegen kann. So geben wir ihm Essen, baden ihn oder können Spiele mit Pilot spielen, bis er aufgepäppelt ist und den Heimweg antreten kann. Das Gameplay von Pilot Care hatte eine mediative Wirkung auf mich und ich hätte den kleinen Piloten wirklich stundenlang beim Watscheln zuschauen können. Besonders cool fand ich die beiden integrierten Minigames. In Zoriat infiltrierst du nach einem packenden Intro eine versteckte Station auf dem Planeten Zoriat als Polizist. Dein Anzug ist beschädigt und du musst herausfinden, was passiert ist und nebenher einen spannenden Fall lösen. Ein klassisches Game Boy Metroidvania. Du erkundest verbundene Räume, bekämpfst feindliche Maschinen und sammelst Batterien, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Mit jedem Upgrade öffnest du neue Bereiche. Obwohl das Plattform-Metroidvania-Genre nicht so meins ist, schaffen es Homebrew-Games, mir es immer schmackhafter zu machen. So auch Zoriat, das eine stimmige Atmosphäre schafft, eine verdammt spannende Story bietet und nie unfair wird, weil zum Beispiel Checkpoints wirklich richtig gut gesetzt sind. Aktuell ist das Spiel noch nicht fertig, aber auf die Vollversion freue ich mich schon. Entwickelt wurde es von Alones Games, dem der ein oder andere eventuell durch seine Puzzlespiele bekannt ist. Wir haben Civilization auf der Switch, wir haben Civilization auf der PlayStation, selbst auf dem Smartphone haben wir mittlerweile Civilization. Kurze Fremdwerbung, spielt das Open Source Projekt Unciv auf Android. Und wir hatten Civilization auf dem SNES. Doch eine Plattform fehlt, genau, der Game Boy. Hier kommt Civ GB von Messiam ins Spiel, ein Civilization Remake für den Game Boy. Bereits die frühe Alpha-Version begeistert mich schon. Es hat sich direkt wie Civilization angefühlt. Ich bin gespannt, wohin das Projekt sich noch weiterentwickelt. Ehrlich gesagt, auch ein bisschen beeindruckt und gehypt. Das war mein persönlicher Ausschnitt vom GB Compo 25. Natürlich gibt es auch noch so viele andere tolle Spiele, die es wirklich in sich haben. Der Link zum Jam befindet sich in der Beschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, haut rein!